Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, heute geht es um das Kamera-Flaggschiff Xiaomi 15 Ultra und wie sich das so die ersten 1-2 Wochen jetzt bei mir geschlagen hat. Es sind jetzt knapp 2 Wochen. Und vor allem auch um dieses ganze Paket. Was bringt mir das Photography Kit? Ist es wirklich überhaupt lohnenswert? Bringt es wirklich so viel? Wie ist es denn so im Alltag? Und warum ich es leider erstmal zurückgeben muss, beziehungsweise einschicken muss zu Xiaomi und das Ganze in den Service muss. Mehr dazu auf jeden Fall gleich nach dem Intro. Wir sehen uns. Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem 2-Wochen-Fazit zum Xiaomi 15 Ultra. Ihr seht schon, ich habe das in diesen Dual Tone Colorway genommen, also wo oben hier so silberfarbener Kunststoff, Kohlefaserverbund, so wird es zumindest beschrieben, verbaut ist und unten ist es so eine Kunstleder-Rückseite. Ich finde, das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ich meine, natürlich ist das hier unten dann auch Kunststoff, also der halt einfach weich ist und perforiert wie Leder. Aber nichtsdestotrotz finde ich, macht es das ganze Smartphone ein bisschen griffiger in der Hand. Das ist nicht so rutschig wie eine Glas- oder Kunststoffrückseite aus meiner Sicht und ich finde, es sieht halt einfach schick aus. Also mir gefällt es mega gut. Tatsächlich auch mit diesem riesen Kamerabump und da ist, denke ich mal, das Thema auch, wo sich die Nation scheidet in dem Fall, weil einfach manche sagen, boah, das Teil ist mir einfach viel zu riesig. Also ich kann das auch verstehen. Das ist ein riesen Klopper da hinten drauf. Ich meine, irgendwo müssen ja auch die 2 großen Sensoren hin. Da ist ein 1 Zoll Hauptsensor verbaut und ein 1,14 Zoll 4,3-fach Zoom. Ja, die Linsen sind auch natürlich entsprechend größer. Auch für den Periskop-Zoom, dieses Linsen-Array, das ist ja doch relativ groß und muss ja auch irgendwo stabilisiert werden. Ja, das ist halt einfach ein Thema, wo Platz kostet und ich denke, da kommen wir auch nicht dran vorbei. Je größer die Sensoren, umso größer wird das Ganze hier hinten wahrscheinlich rausschauen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist es noch für mich im Rahmen. Ich schaue mal, ob man es ein bisschen einfangen kann, wie dick denn der Kamerabump ist. Jetzt. Also er steht natürlich schon ein bisschen heraus. Ne? Das muss man einfach berücksichtigen. Aber ich denke mal, ehrlich gesagt, jeder, der sich ein Xiaomi 15 Ultra kauft, der wird wahrscheinlich genau deshalb dieses Smartphone kaufen, ist zumindest so meine Intention dahinter. Was ich auch cool finde, muss ich sagen, ist, dass Xiaomi hier so eine Kunststoff durchsichtige Rückseite mit beilegt. Ich klipse die mal an, weil ihr dann einfach diesen Colorway auch, diesen Dual Tone Colorway schön erhalten habt. Man sieht halt einfach, wie das Smartphone aussieht. Die Hülle wirkt auch echt stabil und meiner Meinung nach zumindest für eine beigelegte, kostenfreie Hülle wirklich top. Einzige, was nicht dabei ist, ist leider ein Netzteil. Ein Ladekabel ist natürlich dabei, auch zum PC anschließen, wie auch immer. Aber das Netzteil fehlt, muss halt separat bestellt werden. Da hilft auch dieses Super Fast Charging alles nichts, wenn das Netzteil nicht beiliegt, wo es eben dann entsprechend so schnell geladen werden kann, wenn man denn will. Ist ja auch immer wenn Geschmackssache. Ja, was kann man sonst sagen? Verarbeitung an sich ist wirklich top. Ich blende euch mal ein paar Bilder und Ausschnitte noch ein. Auch der Rahmen wirklich super edel in diesem Silber. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Silber-Fan, aber ich finde einfach zu dem Smartphone passt es richtig gut. Es schaut super edel aus. Auch der Kamerabump an sich ist super verarbeitet. Also da hat man nicht irgendwelche Rillen oder wie beim Samsung Galaxy S25 Ultra so eine Art Überstand, den sie jetzt optisch hingemacht haben, wo sich drunter eben Dreck und Staub sammeln kann etc. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, muss ich gestehen. Und ja, was ich noch zu dem Kamerabump sagen wollte, viele beschweren sich ja immer, dass das Teil so riesig ist und ich finde es eigentlich ganz gut. Ich kenne es ja von meinem Magic V3, beziehungsweise das kann ich mal kurz rausholen. Das hat ja auch so einen Kamerabump, aber also ihr seht schon, der Unterschied ist wirklich heftig. Und ich nutze das immer ganz gern, um hier den Finger, den Zeigefinger anzulegen. Und ja, das geht auch beim Xiaomi 15 Ultra. Das verleiht dem Ganzen meiner Meinung nach zumindest ein bisschen Stabilität. Das kommt natürlich auch darauf an, wie groß sind die Hände oder wie klein ist es dann eher störend, weil er doch deutlich größer ist jetzt wie bei dem hier zum Beispiel.
Und ja, muss einfach jeder selber wissen. Ich finde es gut, wie es verarbeitet ist und die allgemeine Optik. Ja, der zweite Punkt ist für mich einfach das System und auch hier der Launcher etc. Sachen, die ich halt gern mal umstelle, auch auf Nova Launcher zum Beispiel. Ich bin halt da einfach noch so seit Jahren da drin. Ich kann da mega viel einstellen, ich kann da mega viel optisch verändern. Bei Samsung ist es tatsächlich nicht so. Beim S25 Ultra verwende ich tatsächlich den Standard Stock Launcher und habe da eben Goodlock mit drauf. Ich erwähne das ja immer wieder in meinen Videos, wo man dann noch mal ein bisschen mehr verändern kann. Und das sind die, finde ich, einfach noch immer top of the notch. Also Samsung ist für mich der Hersteller, der den Launcher mit Goodlock zusammen eben perfektioniert hat für meine Bedürfnisse. Ist ja bei jedem auch wieder anders, aber bei mir ist es eben so. Was bei der Performance allerdings wichtig zu sagen ist, ich merke da ehrlich gesagt keinen Unterschied zu einem Snapdragon 8 Gen 3. Also mit dem Snapdragon 8 Elite kommt ja das Xiaomi 15 Ultra und die Performance ist auch schon beim Vorgänger extrem gut gewesen. Ich zocke ja nicht, das heißt, ich habe hier maximal bei Adobe Lightroom oder Photoshop oder sowas mal ein bisschen Last, aber das bringt natürlich den Prozessor hier nicht an die maximalen Grenzen oder an irgendein Thermal Throttling, wo das dann quasi runtergeregelt wird ab einer bestimmten Temperatur etc. Von daher kann ich zum Gaming wenig sagen, aber ich denke mal ehrlich gesagt, das ist für jeden mehr als ausreichend. Wenn ihr da natürlich schon mal Erfahrungen gemacht habt damit, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr das so seht. Die Software an sich ist natürlich auch super flüssig. Das Ganze läuft einwandfrei, ohne Ruckler, ohne dass man irgendwie was merkt. Der Launcher an sich, der drauf ist, ist auch extrem performant. Da ruckelt nichts, da stockt nichts, da stürzt einfach nichts ab. Also da kann ich auch nichts Negatives in dem Sinne eigentlich so erzählen, außer es gibt so diese Standard-Apps, die mitkommen. Und ja, nicht jede Standard-App ist deinstallierbar und auch nicht deaktivierbar. Also ich habe da zumindest nichts gefunden. Wenn ihr da andere Infos habt, ohne das Ding zu routen oder sowas, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Das ist ja mein erstes Hyper-OS-Gerät in dem Fall. Von daher würde mich auf jeden Fall brennend interessieren, ob das geht. Zum Beispiel dieser Mi-Browser brauche ich nicht. Also ich nehme Chrome in meinem Fall und da gibt es noch ein paar andere Geschichten, die halt einfach nicht mal deaktivierbar sind. Ich meine, das wäre zumindest schön, dann würde das zumindest aus dem Launcher rausfallen und würde ein bisschen mehr Platz schaffen, dass man dann nicht unendlich scrollt oder irgendwie alles am Desktop in Ordner ablegen muss. Kann man natürlich auch, aber ist halt immer persönliche Präferenz, ob man da 5, 6, 7, 8 Ordner haben will oder eben eher so einen cleanen Look. Ja, was noch ein Thema ist, der Launcher an sich ist für mich, ja, alles was so ein bisschen gefühlt von Samsung abweicht oder vom Nova Launcher, relativ wenig anpassbar. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ich meine, das sieht natürlich alles toll aus, wenn ich hier unten da 5 Ordner oder 5 Apps hinmachen kann. Ja, ich habe es ja schon oft gesagt, ich habe halt einfach schon immer 6 Ordner da in der Taskbar unten oder Taskleiste, wie auch immer man es nennen möchte. Und würde halt einfach gerne noch einen dazu haben. Ich kann mich da zwar arrangieren, ich habe jetzt da so meine Tools dann noch hier drüber gemacht. Das passt alles, ist halt einfach so mein Monk, mein Innerer, der halt dann da schon gefühlt so die Krise kriegt, wenn das dann eben nicht funktioniert. Ist aber nicht so dramatisch. Man hat aber trotzdem relativ wenig Einstellungsmöglichkeiten. Ich würde auch gerne eben dieses von unten, diese Leiste runterwischen. Ich meine, ihr wisst, was ich meine, diese Quick Toggles. Da würde ich gerne mehr anpassen können und auch, wie ich schon bei anderen Smartphones erwähnt habe, gerne links die Toggles haben, wenn ich von oben runter wische. Also hier und nicht die Benachrichtigungen. Und auf der anderen Seite, hier jetzt sieht man es besser, da würde ich gerne halt die Benachrichtigungen und nicht die Quick Toggles, weil wenn ich in der App drin bin, dann will ich einfach runterwischen, meistens dann, wenn eben sich irgendwas tut, ich eine WhatsApp kriege, wie auch immer, dass ich die dann entsprechend anhaken kann. Ja, dann noch ein Punkt, der mich zwar nicht wirklich stört, aber ich wollte es trotzdem mal anbringen. Der ist für mich eher neutral und zwar diese Seitenleiste, die man anbringen kann, wenn man sie denn braucht. Ihr könnt da zwar Apps und so weiter auch reinpacken, aber die ist deutlich weniger individualisierbar, wie jetzt zum Beispiel bei Honor, OnePlus, Samsung etc.
Ihr habt da keine Zwischenablage, ihr könnt da keine Ordner reinmachen. Ja, es ist halt für mich dann sehr unaufgeräumt und sehr schmal. Ihr könnt die Größe relativ schwach verändern nur an dem Ganzen. Ähm, ja, also ist was, wo praktisch ist, wo ich auch gern genutzt habe und was ich ja bei meinen ganzen Smartphones nutze, um vielleicht auch mal einen Taschenrechner über eine App drüber zu legen, schnell mal was auszurechnen, wie auch immer, kurz mal ein Browserfenster öffnen etc. Aber es ist eben eingeschränkter als jetzt bei anderen Herstellern. Also ich finde, da muss Xiaomi einfach noch ein bisschen nachlegen, wenn die schon so teure Premium-Geräte verkaufen. Aber der richtige Knackpunkt, der kommt erst jetzt und dafür komme ich mal kurz rum und zeige euch das Ganze. Und zwar geht es um den Stock Launcher. Und zwar, ihr kennt das Ganze ja von anderen Smartphones. Ich nutze gerne den Nova Launcher und habe den auch hier drauf installiert. Es gibt nur einen riesen Haken bei HyperOS und den wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten, weil mir war das vorher nicht bewusst und es wird auch seltenst angesprochen in irgendwelchen Reviews. Wenn ihr einen anderen Launcher einstellt, dann seht ihr, wie unten diese uralt Tasten, wie ich es mal nennen würde, kommen und ihr keine Wischgesten mehr habt. Und ihr könnt das Ganze auch nicht mehr einstellen. Also wenn ihr auf die Navigation geht und das Ganze dann wieder umstellen wollt, ich gehe mal hier rein, da seht ihr hier Gesten und dann kommt schon die Meldung, Achtung, es geht nicht mit einem anderen Launcher in dem Sinne, sondern nur mit dem System Launcher und der würde das dann wieder abändern. Jetzt seid ihr wieder in eurem Stock Launcher und der Nova Launcher ist deaktiviert als Standard-App. Also muss man wissen, wenn ihr das kauft und diesen Stock Launcher nicht mögt, ihr könnt zwar einen anderen nutzen, aber nicht mit den Wischgesten. Ja, und ich muss ehrlich sagen, das mit den Wischgesten, das ist, finde ich, ein Thema, das gehört sich bei einem Premium 1500, 1700 Euro, glaube ich, kostet die 1 Terabyte Version Smartphone einfach nicht. Also da lasse ich einfach den Usern so viel Freiheit, dass ich sage, okay, diese Wischgesten, die sind halt überall machbar, andere Hersteller kriegen es doch auch hin. Also für mich ein Ding der Unmöglichkeit, also ich verstehe nicht, warum sie das dann nicht haben. Das ist natürlich halt so ein Xiaomi-Ding, bin ich mir sicher, einfach um das Ganze ein bisschen zu unterbinden, dass die Leute den eigenen Stock-Launcher nutzen. Ja, also ich finde es wirklich, wirklich schade, muss ich ehrlich sagen. Ein positiver Punkt am Ende aber, muss ich sagen, ist die super Hintergrundbilder, heißen sie, bei Xiaomi und die sind wirklich richtig cool gemacht. So, ich zeige euch das gleich mal hier. Da seht ihr das nämlich. Also hier ist so das Always-On-Display. Das ist jetzt hier der Mars. Wenn ich da einmal auf Einschalten gehe, kommt natürlich der Sperrbildschirm. Da zoomt er da ein bisschen ran. Jetzt schaue ich mal, dass ich da ein bisschen den Fingerabdrucksensor erreiche. Und dann geht er quasi direkt auf die Mars-Oberfläche. Könnten eigentlich mehr Hersteller machen. Das ist eine richtig geile Optik, wenn man das dann mal live sieht mit den peppigen Farben und so. Macht auf jeden Fall wirklich was her. Ja, kommen wir zum, denke ich mal, spannendsten Punkt beim Xiaomi 15 Ultra. Natürlich die Kamera und auch entsprechend das Kamera-Kit und diese ganzen Ansteckteile, die Hülle und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe einen neuen Test, den ich wohl einführen werde in meinen künftigen Videos zu der Kamera. Und zwar werde ich immer viel gefragt, klappert denn die Kamera, wenn man die schüttelt, rasselt die, wie auch immer, knarzt die, knackt die, keine Ahnung. Ne? Also ich werde da auch auf Instagram leider relativ oft gefragt, ja, kannst du mal ein Vergleichsvideo von dem zu dem machen? Und das macht halt wenig Sinn. Ja? Die Teile, je mehr Größe die haben und je mehr Linsen verbaut werden, vor allem beim Periskop-Zoom, der ist einfach schwimmend gelagert und entsprechend, wenn ich schüttel und die Kamera nicht aktiv ist, dann schwimmt es quasi hin und her und bewegt sich und entsprechend verursacht es natürlich Klappergeräusche. Ich habe jetzt bisher, zumindest habe ich vorher was ein bisschen so gegoogelt, nicht herausgefunden, dass da irgendwie größere Probleme seitdem das so eben verbaut wird, gibt in der Hinsicht wegen dem Klappern. Die meisten Smartphones, wie gesagt, mit Periskop-Zoom haben dieses Klackern. Und auch mein Magic V3, auch ein Magic 6 Pro, auch ein Galaxy S25 Ultra und so weiter. Also ja, und da habe ich mir was Lustiges überlegt, weil ich habe das Handy am Anfang mal geschüttelt und habe mir gedacht, also so laut habe ich noch nie
ein Smartphone klappern hören wie das Xiaomi 15 Ultra. Und das würde ich euch gerne mal im Vergleich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier keine Werbung mache, ja, zu dem hier demonstrieren. Kein Witz, ihr werdet wenig Unterschied hören und ich finde es eigentlich ziemlich witzig, einen Vergleich mit einem Ü-Ei zu machen. Entsprechend würde ich es euch mal demonstrieren, wie das Ganze beim Ü-Ei klingt und wie das Ganze dann beim Xiaomi 15 Ultra klingt. Also ihr habt auf jeden Fall mit dem Ding immer eine Überraschung parat, wenn man es so nennen will. Also ich denke, viele Leute sind da geschockt, wenn sie das erste Mal merken und man spürt das auch, wenn man das so hin und her bewegt, nur leicht, wie eben diese Linsen hin und her bewegt werden. Spielt natürlich auch die Hauptkamera mit rein. Da ist ja auch die Optik gelagert. Entsprechend bewegt sich dann natürlich hinten im Kamerabuckel relativ viel. Was auch wichtig zu sagen ist zur Hauptkamera beim Xiaomi 15 Ultra, ist ja leider vom 14 Ultra die variable Blende weggefallen. Ich verstehe einfach nicht, wie man das bei einem Ultra-Smartphone machen kann. Ja, Blende 1.6 ist ja schön und gut bei einem 1 Zoll Sensor, aber man muss wirklich bedenken, wenn ich näher wo dran bin, die Tiefenschärfe ist halt wirklich gleich 0. Ich blende euch auch mal wieder ein paar Bilder ein davon und ihr habt halt sehr viel Bokeh, natürliches Bokeh, was ich auch schön finde, jetzt zum Beispiel für Porträts oder ähnliches, aber nicht immer will man das ja haben. Also ich meine, natürlich, wenn ich nah rangehe, dann ist natürlich auch klar, dass der Hintergrund verschwimmt. Hier ist es sehr stark, aber das Problem ist, wenn ich ein bisschen weiter weg bin, dass eben der Hintergrund immer noch teilweise unscharf ist, wenn er weiter im Vordergrund was fokussiert, dann ja, führt es natürlich dazu, dass der Hintergrund dann ausgeblurrt wird und mir gefällt es gut in professioneller Sicht. Mir hätte es aber besser gefallen, muss ich ehrlich sagen, wenn eben noch eine variable Blende dabei gewesen wäre. Da hätte man zum Beispiel sowas wie beim Magic 6 Pro verbauen können, wo halt nur 2 Blendenstufen gehen, f1.6 und f4. Das ändert halt schon ganz viel an dieser Sache und gerade an dieser Hintergrundschärfe, die man dann vielleicht bei Landschaft oder was dann mal haben möchte, wenn man einen Baum fotografiert, dass der Hintergrund halt auch noch scharf ist. Und hier ist er halt schon sehr, sehr, sehr unscharf. Das ist aber tatsächlich auch der einzige Kritikpunkt, den ich bei der Kamera habe, dass mir die variable Blende ein bisschen fehlt bei der Konstellation mit Sensor und Blende. Ansonsten muss man ehrlich sagen, die Kameras sind wirklich absolut top. Also ich habe bisher kein besseres Smartphone verwendet wie das Xiaomi 15 Ultra, was die Kameras betrifft. Die Schärfe und vor allem, man muss ja oft bedenken, wenn man die Bilder am Smartphone anschaut, dann sagen viele immer, ja, schaut doch alles super scharf aus und zoom mal da rein, das ist auch toll. Ja, aber ladet es euch mal runter und haut die mal auf einem hochauflösenden Monitor drauf, dann erkennt ihr die Unterschiede, auch wenn ihr reinzoomt. Also da sind dann so Farbsäume oder das wird so grob oder sehr verrauscht oder ähnliches. Das habt ihr hier deutlich weniger. Also ich meine, es ist natürlich immer noch ein Smartphone und es hält halt natürlich nicht stand mit einer Vollformatkamera, die halt ein sehr geringes Rauschen hat, wenn man eben das richtige Objektiv für mehrere tausend Euro drauf hat. Aber ich muss sagen, ich habe ein paar RAW-Bilder auch gemacht und die sind wirklich phänomenal. Ich habe auch nachts mal eine Langzeitbelichtung gemacht und es ist wirklich krass, also wirklich krass mittlerweile, was mit so einem Smartphone machbar ist. Und ich bin halt einfach auch der Fan, lieber ein bisschen weniger Pixel und ein größerer Sensor. Damit ist halt auch weniger Bildrauschen da, egal wie viel mit Software mittlerweile möglich ist. Aber da finde ich, kann man noch so ein Quäntchen mehr rausholen und ist halt meine Meinung. Kann natürlich jetzt ein bisschen alt hergeholt sein, aber für mich ist das halt hier eine richtig geile Kombi, auch mit diesen 4 Objektiven, mit dem Ultraweit, der Hauptkamera mit 23 mm, dann der Dreifach und der 4,3-fach Zoom. Und auch der 4,3-fach, der hat ja einen relativ großen Sensor verbaut und der ist wirklich phänomenal. Leute, ehrlich, also ich lüge euch da nicht an. Und es ist wirklich eine richtig, richtig coole Geschichte. Also ihr seht schon, ich grinse die ganze Zeit. Es ist halt wirklich ein bisschen so, man hat die Point-and-Shoot-Kamera immer in der Hosentasche, ist im Smartphone einfach integriert und man kann auch wirklich gute RAW- und Super-RAW-Bilder machen. Man kann die auch danach vernünftig bearbeiten. Also ich habe die mal mit Lightroom und Photoshop mal ein bisschen verbessert und da kann man wirklich noch ordentlich was rausholen. Also
Finde ich richtig geil. Video habe ich jetzt tatsächlich bisher noch wenig getestet. Ich mache ja recht wenig Video mit Smartphones, aber auch die sehen nicht schlecht aus. Aber und jetzt kommt auch der Knackpunkt bei meinem spezifischen Gerät. Also momentan habe ich es irgendwie nicht so. Neulich erst ein Mountainbike bekommen, da war dann auch was kaputt und jetzt ist hier auch leider was nicht so, wie es sein soll. Und ich zeige euch das auch mal, damit ihr versteht, was ich meine. Wenn ich in der Hauptkamera fotografiere und ich möchte einen bestimmten Punkt scharf haben, dann tippe ich das Display an und habe entweder eingestellt, dass es sofort auslöst nach dem Scharfstellen oder dass er eben dann scharf stellt und ich manuell noch auslösen kann. Und egal in welcher Einstellung ich das Ganze habe, ich drücke drauf, er fokussiert, er zeigt mir auch an, dass es fokussiert ist und dann drücke ich ab und immer mal wieder bei Bildern ist dann entweder der Vordergrund schärfer als der eigentliche Punkt oder das dahinter. Also ich habe einen Defokus in der Hauptkamera, in den anderen Kameras war das nie. Also das habe ich auch noch getestet. Und ja, ich habe dann ein Ticket mal bei Xiaomi aufgemacht und habe gesagt, ja, ich kann es auch gerne für die mal demonstrieren und mal wegen Video schicken oder ähnliches. Dann bin ich noch am gleichen Tag vom Support angerufen worden und die haben dann zu mir gesagt, ja, es wäre super, wenn ich halt dann die E-Mail-Adresse von der Dame mal kurz einen Link für das Video zum Beispiel schicke oder das Video. Ich habe es dann zugeschickt und dann habe ich am nächsten Tag nochmal einen Anruf bekommen und die haben gesagt, okay, das ist definitiv nicht normal. Das sollte so nicht vorkommen, weil wahrscheinlich da irgendwie die Messmethode fehlschlägt. Der sagt zwar, es ist scharf, aber es ist es eben nicht. Und das ist auch nicht im Endeffekt dann Ziel bei so einem Smartphone, dass dann sowas dabei rauskommt. Entsprechend soll ich es doch bitte einschicken zum Service. Da habe ich jetzt ein Versandetikett bekommen von DHL. Da kann ich es jetzt dann heute bzw. morgen dann am Montag abgeben und entsprechend dann einschicken. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es wirklich schade, dass es so läuft. Irgendwie verfolgt mich da momentan das Pech ein bisschen bei Sachen, wo ich so bestelle und kaufe. Ja, vor allem, weil ich es wirklich ultra gern genutzt habe. Also ich hätte es jetzt auch nicht gewechselt, wenn jetzt das Ganze nicht irgendwie so einen Treffer hätte. Die Hauptkamera kann aber eigentlich nicht defekt sein, sage ich mal, weil sonst würden ja alle Bilder einen Defokus haben. Das ist aber nicht der Fall. Ich habe das auch nochmal getestet mit dieser Objekterkennung. Manchmal erkennt er ja dann ein Auge, zum Beispiel vom Tier oder Mensch. Und auch da trifft er nicht immer den Fokus. Und wenn ich in die Dreifach- oder 4,3-fach gegangen bin und das gleiche nochmal vertestet habe, da war das immer scharf und es ist wirklich gestochen scharf. Ich blende euch auch mal noch ein Bild ein von unserem einen Hund, dem Simba. Also allein diese Härchen, es ist wirklich brutal, auch wenn man da einen 100% Ausschnitt mal davon macht. Es ist wirklich krass, ehrlich gesagt, was da an Schärfe mittlerweile rauskommt. War natürlich auch gute Lichtbedingungen, ganz klar. Aber wow, also ich bin gespannt, wie jetzt der Service läuft bei Xiaomi. Hatte ich ja jetzt auch noch keine Erfahrung, aber alleine so die Kommunikation war schon super schnell. Ich war echt überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe von Honor ja andere Erfahrungen gemacht und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, und zu guter Letzt würde ich euch gerne mal noch von dem Photography Kit einen kleinen Einblick geben. Ich habe das Teil wirklich oft jetzt dabei gehabt, auch mit dem Griff hier. Und ich muss sagen, ich bin positiv, aber auch ein bisschen so neutral gestimmt dazu, muss ich ehrlich sagen. Also 200 Euro, muss ich gestehen, würde ich nicht dafür zahlen. Das waren jetzt 100 Euro in dem Besteller-Bundle da, was ich hatte. Und ich muss sagen, die Hülle gefällt mir sehr gut. Also dieses Rot und auch so, man kann dann den Ring hier auch noch schwarz machen, da ist noch ein schwarzer dabei. Und ja, ist wirklich gut verarbeitet, muss ich sagen. Fühlt sich wertig an. Hat da auch so eine Kunstleder-Rückseite, ähnlich wie hier eben das Ganze. Und ja, ist wirklich super stabil, macht einen hochwertigen Eindruck und ist auch nicht ganz so klobig, wie man vielleicht denkt. Ich schnapp das hier mal rein. So schaut das Ganze dann mit Smartphone aus, ohne den Griff. Was ich ein bisschen schade finde, diese Einkerbung hier, habe ich mir am Anfang gedacht, was ist denn das? Warum steht da nichts? Dann habe ich am Handy geguckt, dann habe ich gesehen, Xiaomi Branding Logo war so ein bisschen weiter unten. Da habe ich mir gedacht, ja okay, vielleicht sollte das eigentlich weiter unten sein, ist aber glaube ich nicht der Fall, sondern man hat bei diesem Griff hier, das zeige ich euch mal,
hier diesen kleinen Knopf quasi, der sich beim Verriegeln ein- und ausfährt. Und der fährt da im Endeffekt rein in diese Kerbe und sperrt das Ganze, dass halt dieser Griff nicht entsprechend abgehen kann. Ja, wenn man das Ganze dann montiert, schaut es dann so aus, eigentlich wie eine richtige Kamera. Man kann es dann auch super halten, gefällt mir echt gut. Der Auslöseknopf ist auch so eine Geschichte, man kann das hier oben abschrauben, dann hat man im Endeffekt so einen flachen Auslöser. Dann kann man entweder den hier draufschrauben oder eben den komplett roten. Sieht richtig cool aus und hat auch echt gute Funktionen hier mit dem Einstellrad für den, oder beziehungsweise mit der Wippe für den Zoom. Und hier oben eben dieses Einstellrädchen für diverse Punkte, die man einstellen kann. Ich zeige euch das alles hier noch. Und auch der Videoaufnahme-Button. Finde ich ist richtig cool gelöst. Hat viele Funktionen. Was ich mir noch gewünscht habe, hat es leider nicht. Und zwar wäre es gewesen, unten ein Gewindeanschluss. Das wäre halt richtig cool gewesen, aber ich gehe mal fast davon aus, dass wenn man so das Ganze sieht, die Balance ja irgendwo hier gewesen wäre und das ist halt dann doch ein bisschen viel Gewicht zur Kamera hin. Ja, finde ich schade, ist jetzt nicht weiter dramatisch, aber wäre halt noch ein cooles Gimmick gewesen, wenn da an die Kante Richtung Mitte des Smartphones noch irgendwie so ein Gewindeanschluss dabei gewesen wäre. Dann hätte dieses Professional Photography Kit, finde ich, nochmal professioneller sein können. Aber nichtsdestotrotz ist es für die Handschlaufe was dabei. Man kann USB laden, das heißt, wenn man auch mal Langzeitbelichtungen über Nacht macht oder eine Timelapse oder ähnliches, dann kann man halt eine Powerbank oder einen Ladeadapter anschließen und entsprechend wird es halt nie leer. 2000 mAh ist hier dann noch verbaut. Das würde auch im Notfall oder je nachdem, wie man es einstellt, dann das Smartphone mitladen. Ja, Konzept finde ich wirklich super. Aber ich muss gestehen, ich habe es wirklich selten dann mitgeschleppt, weil wenn ich es dran montiert habe, ist es ja, wie gesagt, doch relativ dick. Also man sieht es schon, das macht das Smartphone halt noch dicker. Ich meine, mit der Hülle ist ja ein Smartphone eh schon immer ein bisschen dicker. Und dann noch diesen Griff. Ja, es ist eine nette Spielerei. Ich kann das alles ja am Handy auch einstellen. Ich muss ehrlich sagen, was ich mir da ein bisschen wünschen würde, so wie es tatsächlich die Sony-Smartphones haben, ich denke, ihr wisst, was jetzt kommt, ist einfach, dass man sagt, man macht hier einen physischen Auslösebutton her mit Anvisieren, also beziehungsweise Fokussieren und Durchdrücken. Wäre halt schön. Es wäre halt schön, wünschenswert, gerade bei so einem Kamera-getriggerten Smartphone. Ja, natürlich, man wird dann hier wahrscheinlich das Photography-Kit schlechter verkaufen, kann ich auch verstehen, aber wäre halt auf jeden Fall wünschenswert gewesen. Ja, das war von mir auch so jetzt so der erste Eindruck von den ersten beiden Wochen, wo ich das Xiaomi 15 Ultra aktiv im Einsatz hatte und auch als Hauptsmartphone genutzt habe. Wie gesagt, jetzt geht es erstmal zu Xiaomi. Bin mal gespannt, was da rauskommt, was die sagen. Wird mich auch interessieren, woran das liegt. Eventuell auch der Entfernungssensor, warum das da rumspinnt beim Fokussieren. Schauen wir mal. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn ich da News habe. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu dem Gerät, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich da natürlich drüber. Und das Abo nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht habt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.